Anfangs hatten wir keinerlei Hoffnung. Was heißt wir? Ich war ja nur als Berichterstatter für den Parlamentsausschuss dabei. Ausschuss für mikrobielle Renaissance. Ja, sowas gab's damals noch. Melanie stand vorne im Bus mit einem Mikrofon in der Hand. Die Müllrepublik, wo wir seit mehr als 100 Jahren Dinge abluden, hatte die Größe Belgiens und sah nicht hübsch aus. Trotz der Schnellstraßen und Straßenbahnen und der Wohnblocks für sozial Schwache, die darauf verstreut waren, wie Oasen in der Wüste. Hier ist der Untergrund stabilisiert, plauderte Melanie in ihr Mikro. Und die Häuser sind zudem gegen Gase, Strahlung und alles andere, was von unten aufsteigen könnte, abgeschirmt. Wie denn? Fragte Bosicki von der Partei der polnischen Minderheit, unnötigerweise. Wir vorne im Bus wussten, dass sie schwindelt. Ich sowieso. Aus erster Hand sozusagen. Sorry, nicht mein Gebiet, antwortete Melanie. Das machen unsere Wissenschaftler. Wir sind ja heute wegen Kunst hier. Genau. Richtig tönte es von hinten aus dem Bus, wo sich ihr Team breit gemacht hatte. Lauter junge Leute, die meisten Frauen. Sie benahmen sich völlig ungezwungen, stopften sich die Münder mit Chips voll, tranken Schorle dazu, waren aber ganz korrekt angezogen. Kostümchen, Anzüge, sogar Krawatten, schmale aus rosa oder schwarzem Leder. Lass uns endlich zur Baustelle fahren, Melanie, rief einer der jungen Männer. Die Baustelle war etwas Besonderes. Nichts, was älter als 2 Jahre war, lag hier herum. So sah es jedenfalls aus. Und nur Abbruch, Trümmer von Industrieanlagen, die wegen der neuen Umweltgesetze abgebrochen worden waren. Die Reste türmten sich. Ich dachte an den 10 Meter Sprungturm in unserem Schwimmbad. So hoch mindestens. Unser Bus brauste eine halbe Stunde daran entlang. Dann parkte der Fahrer und wir stiegen zu der überdachten Tribüne hinauf. Eine Bühne, ein Pult und freier und erhöhter Blick auf den neuen Berg. Mach was Schönes draus, hatte der Minister zu Melanie gesagt, wie sie mir bei einem unserer seltenen Treffen in ihrer Wohnung erzählte. Die finanziellen Mittel wären gigantisch, sagte sie mir, ohne Zahlen zu nennen. Damals hat sie sogleich angefangen, ihr Team aufzubauen. Maler, Architekten, Skulpturisten, Performancekünstler. Keine Prominenten, sondern hungrige, junge Leute. Unser Material hat Zukunft, sagte sie zu mir. Etablierte, alte Künstler haben keine. Jetzt liefen die Jungen im Schatten des neuen Müllbergs herum und fotografierten. Die Luft schwirrte von den hohen und hellen Stimmen der jungen Frauen. Die Männer in ihren Anzügen stolzierten wie Hähne durch den Staub. Melanie stand oben am Pult und schien zufrieden, während der Gestank mir auf den Magen schlug. Ich setzte mich behutsam auf einen Sessel und telefonierte nach meinem Fahrer. Melanie sah mich spöttisch an und drehte an einer Strähne ihres melierten Haars. Na, weiche Knie? Ja, was machst du aus diesem giftigen Dreck? Das weißt du doch. Was Schönes. Ist das dein Leben? Immer noch eine dollere Nummer? Nein, mein Leben bist du. Und ein paar andere. Als mein Fahrer kam, ging ich wortlos an ihr vorbei. Kleiner Feigling, flötete sie und zwinkerte. Schon in der folgenden Woche wurde diese Region der Müllrepublik abgesperrt. Die Sicherheitsfirma, die damit beauftragt war, bemühte sich, auch Drohnen fernzuhalten. Und in Melanies Pressemitteilungen hieß es immer, dass sie damit Erfolg hatte.
Jedenfalls erschienen keine Abbildungen vom Baufortschritt in den Zeitungen. Aber ich traue Melanie zu, dass sie Fotos rausgekauft hat, ehe sie in den Redaktionen ankam. Wie schon gesagt, hatte sie Geld genug. Auch für solche Winkelzüge. Darüber gesprochen hat sie nie. Von Flugzeugen und Satelliten aus konnte man nicht viel fotografieren, weil die Partien, die gerade in Arbeit oder schon fertig waren, die wurden unter großen Planen versteckt. Es dauerte länger als 2 Jahre. Politik, Medien, darunter viele aus dem Ausland, wurden wochenlang in Bereitschaft gehalten. In dieser Zeit sah ich Melanie nicht. Deswegen kann ich nur vermuten, warum sie sich mit dem Termin für die Enthüllung nicht festlegen wollte. Sie hoffte auf Regen, der den Staub am Boden halten sollte. Ende September war es dann soweit. Hubschrauber schwebten seit dem frühen Morgen über der Baustelle. Arbeiter müssen die Planen angepickt haben, denn wir sahen die Hubschrauber wegfliegen mit den schmutzig weißen Planen im Schlepp. Müll für morgen, wie schön. Dann setzte sich der Tross in Bewegung. 17 Busse für das Fußvolk, 50 Limousinen für die Leute. Melanie irgendwo dazwischen. Still, stelle ich mir vor. Ihr Job war getan. Die Rede sollte der Minister halten. Mag sein, dass Melanie sie ihm geschrieben hat. Die Künstler fuhren in ihrem eigenen Bus, in Regenbogenfarben bepinselt und mit einer hydraulischen Arbeitsbühne über der Hinterachse. Jetzt standen sie in Gruppen vor ihrem Werk, die meisten waren betrunken. »Na, gefällt's dir?« fragte mich ein Mann, der wieder einen dunklen Anzug trug und dazu einen rosa Lederschlips. Ich erbat mir einen Schluck von dem Sekt aus seiner Flasche. Dann ließ ich meine Gegenfrage los. »Kann man hier wohnen?« Er stöhnte, aber nur kurz. »Du bist doch von der mikrobiellen Renaissance.« »Ja.« »Parlamentsausschuss.« »Ja.« »Dann müsstest du es eigentlich wissen.« Ich wartete einen langen Moment, aber mehr wollte er wohl nicht sagen. »Ich weiß es aber nicht.« »Guck mal«, sagte er, »ganz für Anfänger. Wir, die Künstler, haben unsere Arbeit fertig. Die ist schön anzusehen, fantastisch, anregend für Sinne und Hirne der Menschen. Du wirst sehen, was die Zeitungen Dolles drüber schreiben. Aber darauf kommt es gar nicht an.« Er ließ mich nochmal aus seiner Flasche trinken. Was wir geschaffen haben, ist eine Einladung an die Mikroben, damit sie kommen und an diesem Haufen Scheiße weiterbauen. Und wir bauen dann Wohnungen, richtig? Richtig. Du hast doch ein bisschen was begriffen in eurem Ausschuss. Wohnungen für Menschen. Er stellte die fast leere Sektflasche in den Morast am Boden, löste den ekelhaften Lederschlips von seinem Kragen und legte ihn mir um den Hals. Wohnungen für Menschen? Warum sollten die Mikroben das tun? Kannst du mir irgendeinen Grund nennen? Nein, sagte ich und ließ seinen Schlips neben die Sektflasche in den Dreck fallen.